30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe Zuschauer, heute begrüßen wir euch im Halbfinale des YouTube Predator Cup 2020. 24 Angler und Anglerinnen hatten sich aufgemacht, den Raubfischangelthron Europas zu erklimmen. 4 sind übrig geblieben. Mark Patschowski und Herbert Ziereis duellieren sich, doch heute zeigen wir euch erstmal das Hinspiel zwischen dem Magdeburger Veit Wilde und dem Mindener Enrico Di Ventura. Veit kam als Zweiter der Gruppe D ins Viertelfinale und konnte nach einem zähen Hinspiel gegen Dietmar Isaias ein Traumergebnis im Rückspiel erzielen und somit hochverdient ins Halbfinale einziehen. Bei Enrico, der als bester Gruppendritter für Tobias Eckwahl nachgerückt war, gab es im Duell mit Jasmin Spingel-Petersen ebenfalls 2 sehr unterschiedliche Matches, doch beide waren eng. Einem fischreichen Schlagabtausch an Tag 1 folgte ein bissarmes Rückspiel, das Enrico dank eines Last-Minute-Hechtes für sich entscheiden konnte. Die erste Stelle kommt euch Zuschauern wahrscheinlich bekannt vor. Da an dieser Stelle im Duell zwischen Jasmin und Enrico gleich 6 gute Fische gefangen wurden, ist es logisch, dass er hier nochmal im Turnier fischen möchte. Veit ist erstmals an diesem Spot. Liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer, herzlich willkommen zum Hinspiel des Halbfinals im YouTube Predator Cup 2020. Die Kontrahenten heute Enrico Di Ventura und Veit Wilde. Veit, im Viertelfinale hast du Didi deutlich geschlagen und Enrico, du hast wirklich einen Last-Minute-Sieg hingelegt. Hast du das schon verarbeitet, oder? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, in dieser kurzen Zeit immer alles zu verarbeiten, aber es ist vielleicht auch besser so, dass man gar nicht mehr so viel Zeit hat, darüber nachzudenken und jetzt halt wieder frisch in die nächste Partie startet. Okay. Du hast die Spotwahl in den ersten 4 Stunden und ich würde sagen, verschwenden wir keine Zeit. Auf geht's. Super. Viel Erfolg. Viel Erfolg, Männers. Fisch. Also ich habe hier in der Gegend schon sehr viel geangelt. Den Platz hier allerdings, muss ich ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht gefischt. Sieht sehr, sehr gut aus. Also Fisch ist hier mit Sicherheit. Enrico hatte ja eben auch schon einen drauf gehabt. Mal schauen, ob ich auch was kriege. Also normalerweise kann ich mich ja an solchen Plätzen immer relativ schnell dann irgendwo auch einfischen und ja, erstmal ein bisschen das Ganze kennenlernen. Hoffen, dass er hier nicht gleich allzu sehr abräumt und dann mal sehen. Ich habe natürlich jetzt erstmal genau geschaut, was er hier gemacht hat und auch ähnlich gefischt. Das ist klar, wenn man so einen Platz nicht kennt, muss man immer ein bisschen gucken, was der Gegner macht, aber mal schauen. Wird schon irgendwie gut werden, hoffe ich. Ja, Leute, ihr habt wahrscheinlich den Spot schon erkannt aus der Partie davor. Ich hoffe, dass hier ein paar Fische gehen heute. Also, dass wir zumindest was vor die Kamera zaubern können. Ich hatte eben schon einen kleinen Zander, der ist ausgestiegen, aber der war auch zu klein. Also, der war, denke ich, so knappe 40. Ja, und jetzt müssen wir mal sehen, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Also, eigentlich sind ja die ganz, ganz frühen Morgenstunden viel, viel besser. Jetzt weiß ich halt nicht so genau, ob der Spot noch so gut funktioniert, wie er sonst funktioniert. Aber das werden wir ja gleich sehen.
Oh. Das sieht gut aus. Mein Lieber. Sieht sehr gut aus. Ja? 45 cm. Alles klar. 45 cm, Top-Start für mich. Ich muss weitermachen. Hier sind noch mehr. Für Enrico geht es gut los. Der 45er Barsch bringt 90 Punkte. Was meint Veit dazu? Ja, ich habe gesehen, dass er einen Spin-Jig dran gemacht hat und habe das schon befürchtet, dass er damit auf Barsch gehen wird. Und ja, er hat leider auch einen gefangen und 45 cm. Das sind viele, viele Punkte. Aber wir haben ja gerade erst angefangen. Ist ja noch nichts passiert, aber ist natürlich erstmal ein Tiefschlag. Also kann ich überhaupt gar nicht bestreiten. Er kennt die Stelle hier und ja, wusste auch genau, was er machen muss. Ich konnte mich erstmal an ihm orientieren nur, aber tja, wäre halt schön, wenn ich es auch so einfange, aber einfach wird das nicht. Ich glaube, dass hier auch nicht unendlich viele davon rumstehen. Ach, Scheiße. Ich habe mich schon gefreut, dachte, es ist auch ein Barsch und der bringt leider keine Punkte. So. Die erste halbe Stunde ist jetzt rum und Enrico hat mal richtig gut vorgelegt und die Spannung ist hier wirklich extrem hoch. Beide sind hochkonzentriert, keiner verliert hier irgendein Wort. Das Einzige, was wir hier gerade sehr oft sehen, sind Köderwechsel. Und ich glaube, Enrico weiß noch nicht, ob er jetzt noch hier bleiben soll oder wirklich den nächsten Spotwechsel macht. Ich bin gespannt, aber ich glaube, er versucht nochmal einen zweiten Barsch hinterherzulegen und auch Veit versucht, seinen ersten Fisch zu fangen. Es tut uns übrigens leid, dass vielleicht das ein oder andere Störgeräusch auftaucht, denn ja, es ist werktags und während wir hier gerade drehen, schneiden sie hier quasi neben uns die Wiese und das könnte ein bisschen laut werden. Wenigstens mal ein Fisch. Ich habe gehofft, dass es ein Barsch ist, aber ich glaube, der wird nicht mehr maßig sein. Wir messen ihn ganz schnell, aber ich glaube, der ist untermaßig. Nee, ich glaube, der ist untermaßig. Oder ja. Nein, das ist knapp drunter. Das ist ja. So Leute, wir wechseln jetzt den Spot. Ich hätte eigentlich mit ein bisschen mehr Fisch gerechnet. Jetzt muss ich doch noch mal kurz hier bestätigen, denn die Route wird berechnet. Ich hätte mit ein bisschen mehr Fisch gerechnet, aber das war uns leider nicht vergönnt. Diejenigen von euch, die den YPC bereits verfolgt haben, haben gesehen, was an dieser Stelle möglich war oder gewesen wäre. Von daher, ja, muss man mal gucken, ob der zweite Platz jetzt auch liefert. Das weiß ich natürlich nicht. Wir fischen da eigentlich auf alle drei Spezies. Man hat immer mal wieder einen guten Zander zwischendurch und aber auch natürlich Barsche und Hechte da. Also da sind auch einige Krautfelder, eigentlich ziemlich unscheinbar, sieht nicht nach Krautfeldern aus, aber da sind sehr ausgeprägte Krautfelder, von daher ja, muss man mal gucken, vielleicht erwischt man ja da einen Hecht und einen Barsch und optimalerweise bin ich derjenige, der das erwischt.
Mal sehen, denn ich denke, dass Veit auf jeden Fall ja, nachher auch auf Zander angeln wird. Also zumindest optional irgendwelche Plätze hat, wo schon hauptsächlich auch Zander mit dabei ist. Das weiß ich natürlich nicht genau, aber ich denke mal schon. Jetzt müssen wir erstmal fahren und dann wird geangelt. Die zweite Stelle, die Enrico hier ausgesucht hat, kenne ich leider auch nicht. Es ist eigentlich so ziemlich das, was ich mir schon gedacht habe. Er sucht sich halt schon gezielt Plätze raus, die mir nicht so gut gefallen. Also die erste Stelle, ja, die hat mir gut gefallen, aber hier keine Strömung, sehr klares Wasser, die Sonne steht jetzt immer höher. Also hier sind bestimmt Fische, da bin ich mir sicher, aber ob das jetzt so die Zeit ist. Ich denke aber schon, dass er hier einen Plan hat. Also er wird hier, wir sind ja auch ziemlich weit gefahren, das ging ja nun von seiner Zeit ab, also er wird hier nicht umsonst hingefahren sein. Und ja, muss man halt mal schauen, ob hier irgendwas geht. Ist auf jeden Fall wieder eine gefährliche Sache, weil ich schätze, viel Fisch wird hier nicht kommen. Ja, und wenn er dann wieder einfängt, dann sieht es für mich natürlich noch schlechter aus. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich die Kapuze schon aufgesetzt, denn die Sonne von oben brennt ganz schön stark. Das ist immer ganz, ganz wichtig, sich vor der Sonne zu schützen. Aber wir sind jetzt hier am zweiten Spot. Primär geht es hier eigentlich darum, zu gucken, ob Barsche da sind, weil hier immer mal wieder gute Barsche vorbeischwimmen. Aber es sind auch Zander hier und auch immer mit guten Hechten zu rechnen. Also von daher, ich ziehe jetzt hier einfach mal so ein Chatterbait, getrailert mit so einem 10 cm Shetties in Green Tomato durch. Das Wasser ist relativ klar, vielleicht wechsle ich nachher den Trailer auch nochmal. Jetzt ja, heißt es aber erstmal weiter angeln, denn mein Gegner ist richtig stark und tja, wir werden sehen, was am Ende des Tages nach Tag 1 dabei steht. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, aber Enricos zweite Stelle liefert bisher nicht. Veit schmeckt das nicht so richtig. Nicht so viel los hier bis jetzt an dem Platz. Also ich muss ehrlich sagen, ist natürlich wieder so eine Geschichte hier. Also ich glaube nicht, dass Enrico hier umsonst hergefahren ist. Er wird hier schon gesetzt, dass er vielleicht hat drauf gesetzt, dass er hier einen Fisch fängt. Kann auch jederzeit noch passieren. Also dass hier ein paar Raubfische stehen, da bin ich mir 100%ig sicher. Aber nee, mir gefällt das hier nicht. Also Wasser ist sehr klar, keine Strömung großartig. Absolut keine Stelle, die mir gefällt. Also ich hätte hier wahrscheinlich, also unter den Bedingungen jetzt zumindest nicht geangelt. Naja, zum Glück kommen wir hier bald weg. ich habe hier ein großes Krautfeld vor mir und dann doch relativ nah an dem Krautfeld auch eine Steinpackung und so eine kleine Schneise mit einer, ja, so einer Unterwasserbuhne fast. Also es ist so ein kleiner steiniger Hügel und das ist schon ein absoluter Hotspot. Dass die Fische jetzt nicht am Platz sind, ist natürlich, das ist Angeln, das wissen wir alle, wie das funktioniert. Heute fängst du, morgen nix. Im Laufe des Tages wird hier auf jeden Fall Fisch kommen, aber so lange Zeit haben wir ja nicht mehr. Jetzt ist die letzte halbe Stunde angebrochen, sprich, ich glaube nur noch 25 Minuten sogar. Veit steht dort hinten und jiggt im Brückenschatten. Ich versuche hier immer noch einen Hecht oder einen Barsch zu kriegen, denn auch an dem Krautfeld kann immer mal wieder ein schöner Hecht kommen. Aber bis jetzt tut sich noch nichts. Die Strömung nimmt so langsam aber sicher zu. Und jetzt schauen wir mal, ob sich das noch positiv auf die Fänge auswirkt. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Dadurch, dass wir fast keinen Wind haben und sehr viel Sonne, ist das bei dem klaren Wasser auch nicht unbedingt förderlich, die Fische irgendwo herzulocken. Aber mal gucken. Vielleicht gibt es ja doch irgendeinen Verrückten. Er ist jemand, den man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte. Das weiß ich. Also, dass das ganz, ganz harter Gegner ist mir von vornherein klar gewesen.
schwieriger auch auf jeden Fall als Dietmar. Also ich wollte nicht gerne gegen ihn fischen, aber nun ist es halt so. Und ja, mal schauen, ich setze einfach mal drauf, dass ich an meinen Spots, wo wir jetzt danach hinfahren, zumindest erstmal Punkte aufs Konto bekomme und dass er da möglichst nicht so viel fängt. Und dann weitersehen. Ja, die letzten 10 Minuten an den Rico-Spot laufen. Der Spot hat sich als nicht so gut erwiesen. Beide Angler hatten überhaupt keinen Kontakt. Es ging original nichts bisher. Aber Veit ist in 10 Minuten dran mit der Spotwahl und Veit wirkt ziemlich zuversichtlich, dass wir was fangen werden, beziehungsweise dass die beiden was fangen werden. Und dann hoffe ich, dass beide Angler möglicherweise auch noch mal einen Fisch in die Kamera halten. Sollte hier an der Stelle noch was gehen, melden wir uns natürlich. Ansonsten sehen wir uns gleich an den Stellen von Veit. Ja, Dennis hat gerade gesagt, dass Feierabend ist. Also die erste Halbzeit ist rum. Nicht so viel Fisch leider, trotzdem nicht weniger spannend. Also ich bin immer noch ganz schön aufgeregt. Also ich habe ja schon in ein paar Competitions auch gegen Veit geangelt und ist auf jeden Fall, wie gesagt, schon ein guter Angler und der weiß auch genau, was er macht. Ich bin an diese Stelle gekommen in der Hoffnung, dass halt ein Trupp Barsche vorbeikommt und er eventuell dann einen fängt vielleicht. Also ne, die Gefahr bin ich eingegangen, dass er einen fangen kann. Allerdings sind die Barsche ja oft ein bisschen kleiner. Das sind so Trupps, die ca. 30 cm haben. Das ist aber leider nicht eingetreten. Ich schiebe es aber echt auf die Tageszeit, auf die pralle Sonne und auf den nicht vorhandenen Wind. Wir schauen jetzt mal, was passiert in seiner Halbzeit. Ich bin gespannt, wo er mich hinschickt. Ich weiß es natürlich noch nicht. Ich muss aber auch mal gucken, dass ich ja eigentlich alles mitnehme. Ich muss auf alles gefasst sein. Sowohl Blech als auch Gummi. Vielleicht auch ein paar Hardbaits. Also ich habe eigentlich die komplette Bandbreite dabei. Heute Nacht noch bis um 12 Uhr Tackle sortiert. Also ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt, was Köder angeht. Auf alles eigentlich eingestellt. Der Rest ist ein bisschen Glück. Mal sehen. Der gegenseitige Respekt ist groß, die Fangausbeute ausbaufähig. Mal sehen, ob Veit in seiner Halbzeit kontern kann. Es ist schon wieder soweit. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Dieses Jahr haben wir erstmalig spezielle Weihnachtsangebote für euch vorbereitet. Und weil Weihnachten das Fest des Schenkens ist, gibt es auch von uns etwas geschenkt. Eine speziell angefertigte, limitierte Weihnachtsbox mit Angelprodukten und Süßigkeiten im Wert von über 100 € gibt es bereits ab 79,99 €. Und auch die 4 Gutscheinvarianten bekommt ihr im Hinblick auf Weihnachten ausnahmsweise zum Spezialpreis. Es gibt den 50 € Gutschein für 45 €, 100 für 90, 150 für 135 und den 200 € Gutschein bereits für 180 Flocken. Diese Produkte sind garantiert eine große Freude für jeden Raubfischangler. So wird das sicher ein schönes Fest. Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. So super exciting, new this year for Berkley is the Berkley Pulse Spintail. It's a tail spinner kind of lure, metal lure, and it's perfect for pike, perch and zander fishing. It has a big spinner blade on the tail, but also a smaller blade attached to it. The small spinner blade gets like forced behind the big spinner blades and creates a lot of extra vibrations and a lot of extra movement in the whole body. And that's super killing for the perch fishing. Comes in 4 different sizes, the 5 gram, the 9 gram, 14 gram and 21 gram. It's equipped with a Fusion 19 hook, 8 different colors, so go check them out. Als begeisterter Flussangler hat es Veit zunächst aufs Buhnfischen abgesehen.
Was hält Enrico davon? Naja, also Buhnenangeln kenne ich von zu Hause ja doch relativ gut. Allerdings sind die Buhnen, die man hier so antrifft, ungefähr so lang wie unsere Flüsse zu Hause breit sind. Also von daher ist das hier natürlich eine ganz, ganz andere Angelei. Auf der anderen Seite finde ich es aber trotzdem sehr interessant. Also ich mag Flussangeln und ich hoffe, ich kann mich relativ schnell auf den Spot einstellen. Ich kenne diese Strecke hier überhaupt nicht, so wie ich eigentlich viele Strecken in Holland vom Ufer nicht kenne, sondern eher vom Boot. Deswegen, also es ist interessant, es bleibt interessant. Ich hoffe, dass er jetzt nicht allzu sehr vorlegen kann. Deswegen habe ich mir schon mal hier taktischerweise 2, 3 Sachen rausgelegt, die ich eventuell direkt switchen könnte, falls ich müsste. Ich weiß, dass Veit auch jemand ist, der oft sehr stark taktiert. Was aber nicht heißt, dass er es irgendwie aus einer bösen Absicht macht, sondern natürlich um zu gewinnen. Wir werden sehen. Es bleibt spannend, es ist spannend. Ich habe eben versucht, 10 Minuten die Augen zuzumachen in der Pause, aber das ging auch nicht, war viel zu aufgeregt. Jetzt gucken wir mal, was hier gleich passiert. Auf geht's in die zweite Halbzeit des heutigen Tages. Veit hat jetzt die Spotwahl und ja, wir sind hier in einer Buhne. Veit hat gesagt, es könnte hier mit Fischen auf jeden Fall klappen und du brauchst auch jetzt dringend einen Fisch, denn du musst langsam mal anfangen aufzuschließen. Naja, bis jetzt ist ja nicht so viel passiert. Es tut natürlich weh, dass der eine Fisch, den er gefangen hat, ziemlich groß war, beziehungsweise eben auch viele Punkte gebracht hat. Ich glaube, einfach wird es hier auch nicht, aber ich habe ja mit Absicht gesagt, ich wollte jetzt um die Mittagszeit hier angeln. Wir werden sehen. Also ich bin hier eigentlich immer zuversichtlich. Hier kenne ich mich einfach gut aus. Das sehe ich dann als Vorteil an. Hier habe ich Vertrauen dazu und den Rest entscheidet der Fisch. Alles klar, dann würde ich sagen, starten wir jetzt und euch viel Erfolg. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Den ersten Wurf, ne? Wahnsinn. Ist der nicht der Kescher? Was ist? Echt, wa? Ja, hol mal raus. Enrico. Ich hol mal raus. Ja, das ist vielleicht besser, weil der Ey. Was für ein Start. Gleich beim ersten Wurf ist die Route krumm. Wahnsinn. Schöner Hecht, ja. Hätte ich jetzt also auch nicht unbedingt gedacht, aber... Naja, bei dem klaren Wasser, ne? Erstmal so rauskriegen. Jetzt verstehe ich auch die Crocs und die kurze Hose. Ja, Gott. Gott sei Dank, danke. Petri Veit. Vorsicht. Soll ich was abnehmen? Nee, geht. Schön. Köder ist schon raus. Glück gehabt, ey. Das ist... Ja, schön. Fängt auf jeden Fall gut an, die zweite Halbzeit. Okay. Der geht hinten rüber, geht rüber, 76. Ja, erster Wurf, da hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so schnell geht. Sehr schön und bringt erstmal Punkte. Reicht noch nicht ganz, um jetzt wieder nach vorne zu kommen. Aber ja, da löst sich erstmal ein bisschen was hier drin. Lassen wir den wieder frei, es ist sehr heiß. 76 cm auf den ersten Wurf. Veit ist sichtlich erleichtert. Was für ein Traumstart an seinem Spot. Sehr schön. Wenigstens nicht geschneidert heute. Naja, geschneidert hatte ich ja sowieso nicht, aber bis jetzt. Ist natürlich ein Top-Start für Veit. Ist so ähnlich wie mein Start heute Morgen. Muss ich schon sagen. Also hat er gut gemacht im ersten Wurf. Aber Hechte beißen halt eh meistens in den ersten Würfen, also wenn man den Spot trifft. Von daher ist schon gut gelaufen für ihn, aber
Ja, der Hecht bringt mich jetzt noch nicht aus der Ruhe. Schauen wir mal. Told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck, country heart, I'm a cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying car to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. Never fall. Wow! Oh mein Gott! Petri, mein Lieber! Was war das denn bitte? Oh, was war denn das bitte? Alter. Da kam der Hecht hinterher, blieb stehen. Ich habe nochmal einen Unterentwurf gemacht, einmal gekurbelt, er hat umgedreht und drauf genagelt. Oh. Es ist eine verrückte Sache. So, hinten ist er drüber, damit sind es 68. 68er Hecht. Enrico erhöht auf 158 zu 76. Dennis hat noch etwas zu diesem Fang zu erzählen. Mit diesem Fisch setzt Enrico sich wieder ein bisschen ab. Der Biss war der Hammer. Enrico stand hier vorne an der Buhne und vor ihm war wie aus dem Nichts so in 2 Meter Entfernung so ein kleiner Schwall. Enrico hat schon eingekurbelt und seinen Köder hingeworfen und dann hing der Hecht. Also total geiler Biss. Leider haben wir den Biss nicht auf GoPro, weil die Kamera genau in dem Moment leer war mit 1% Akku. Ja, aber ich habe es euch ja jetzt beschrieben. Ja, das war echt spektakulär, aber ja, ich habe gesehen, dass Veit relativ natürliche Köder, also mit dunklen Rücken und teilweise auch die Creatures sehr dunkel angelt. Macht aber auch Sinn bei dem klaren Wasser und dem hellen Grund. Also das setzt sich halt viel mehr ab. Deswegen habe ich einen Shetties in 9 cm in der Farbe Wow Perch montiert. Also wenn ihr den noch irgendwo finden solltet, den gibt es nämlich nicht mehr, hortet. Oder ruft mich an und schickt sie mir, das geht auch. Nee, mal Spaß beiseite. Also grundsätzlich ist das Buhnenangeln, wie es leibt und lebt. Bei dem klaren Wasser sind natürlich, ja, ich glaube, die Hechte ein bisschen aktiver als die Zander und die Sonne brät noch zusätzlich von oben. Das heißt, die Zander hier werden wahrscheinlich entweder im oder am Kraut stehen, relativ in Deckung, oder halt draußen im Strom. Wobei ich glaube, dass die Zander doch diese Wege hier kreuzen. Also immer rein und raus schwimmen, vielleicht sie mit der Strömung reintreiben lassen, an der Krautkante jagen und dann wieder raus. Zu welchen Tageszeiten das hier stattfindet, weiß ich natürlich nicht. Dafür kenne ich mich hier zu wenig aus, beziehungsweise gar nicht. Aber ich denke mal schon, dass Veit diese Buhnen nicht umsonst ausgesucht hat. Und wie man sieht, bringen die Buhnen auch relativ schnell Fisch. Also das ist natürlich super. Aber ich glaube, es wird eine zähe Nummer. Vielleicht werden die Zander noch mal aktiv. Der Wasserstand verändert sich ja jetzt noch ein bisschen. Also wir haben ablaufendes Wasser und ich weiß nicht, ob dann noch mal ein bisschen mehr Druck kommt. Allerdings glaube ich, von der Strömung her bleibt es ungefähr so. Ja, wir werden sehen. Also es ist hier in dem klaren Wasser, glaube ich, relativ schwer einen Zander zu fangen. Wie gesagt, wenn dann wahrscheinlich eher in den flacheren Seiten oder halt in der Strömungskante wahrscheinlich. Also, aber wie gesagt, ich kenne die Buhnen hier nicht. Mal sehen. Vielleicht zeigt mir Veit ja, wie es geht und dann kann ich es auch nachmachen vielleicht. Mal sehen. Veit, die erste Stunde ist jetzt rum. Du möchtest den Spot wechseln. Was hast du vor? Wir werden auch wieder auf Buhnen angeln, nur auf anderen halt. Okay. Aber die Zielfische bleiben sind dieselben. Also grundsätzlich kann man hier mit allen 3 Arten rechnen. Ja, ich glaube aber auch, also ich hatte ja gestern hier mal kurz geguckt, das ist genau sogar hier auf dieser Buhne ganz konkret, da war das Wasser aber doch eine ganze Ecke drüber, da hatte ich auch gleich einen Zander gefangen. Ja, aber heute ist es schon wieder wirklich glasklar, also ich glaube, Zander wird schon schwierig, also deswegen ist der Enrico hat da schon auch Glück gehabt, dass er jetzt den Hecht auch gefangen hat, ja. Ich habe auch schon kurz vorher überlegt, so, aber das sind dann so Fehler, die man macht hier, weil ich weiß, also wenn man hier einen guten Tag hat, fängt man hier 4 Hechte in der Buhne. Also habe ich mehr als einmal schon gehabt. Aber habe noch überlegt, sage ich gleich nach dem einen Fisch hier, wir wechseln. Aber ja gut, mit dem Hecht kannst du hier überall rechnen. Also es ist nicht etwa die einzige Buhne, wo du Hechte fängst. Die ist schon sehr gut hier für Hecht, auch für Zander. Aber bei dem klaren Wasser hier kompliziert. Mal schauen. Glasklar und brüllend heiß. Brüllend heiß, ja. Wir geben alles. Weitermachen, ne? Dankeschön.
Zander. Nein, man kann Zander fangen bei den Zahnwasser und bei der Hitze hier. Aber der ist leider viel zu klein. Deswegen lassen wir ihn auch sofort wieder frei. Ja, ich habe es fast befürchtet. Es ist also wirklich sehr, sehr hartes Angeln hier. Überhaupt kein Wind heute. Wasser ist halt sehr klar. Da zählt tatsächlich dann schon jeder Fisch. Also sich hier ein Biss zu erkämpfen ist schon schwer. Man hat ja gesehen, es ist mal möglich, auch einen Zander zu fangen sogar. Auch wenn das jetzt ein absolutes Baby war, was ich da hatte. Aber ganz realistisch betrachtet, also jetzt hier einen größeren Zander drauf zu bekommen, auch das ist nicht unmachbar, aber wird, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Ja. Kann man nur angeln, 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 wie ich das immer so schön sage. Unfassbar heiß. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit zu angeln. Die beiden geben tatsächlich alles. Die stehen die ganze Zeit vorne auf der Buhne. Die trinken nichts zwischendurch, obwohl es knallt hier wie Sau. Und ja, man muss aber auch dazu sagen, es geht ja auch um viel. Nicht nur um den Einzug ins Finale, sondern auch um einen richtig fetten Pokal und um ein Boot. Ich sag mal so, es ist natürlich auch was, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Aber ja, mir ist auf jeden Fall heiß. Probieren geht über Studieren, ne? Wer sich erinnern kann, in der Gruppenphase hatte ich ja hier mit Wobbler sogar auch mal nachmittags einen schönen Zander drauf. Aber ja, da war es halt ein bisschen bewölkt und windig an den Tag. Nein! Eigentlich müsste ich mich ja jetzt freuen, aber trotzdem finde ich es doch immer blöd, selbst in so einem Wettkampf, wenn andere Leute Fische verlieren. Und deswegen ist es schade. Hätte ich auch gerne mal gesehen, was es gewesen ist. Was denkst du, Enrico? Ich denke, es war ein Hecht, aber war wohl doch ein Zander. Ja? Also es sind keine Hechtspuren. Ah, schwer zu sagen. Ich weiß aber, was Veit meint, weil man fühlt dann, man weiß genau, wie das ist, im Wettkampf so einen Fisch auch zu verlieren. Das ist schrecklich. Das war ein guter Fisch. Schwer zu sagen, was es war, anhand der Bissspuren. Also es ist ein großer Kratzer auf dem Jigkopf und ein ganz kleines, so abgefranstes, so eine abgefranste Ecke hinten, aber nicht wirklich hechtmäßig. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn das ein Zander war, dann war es auf jeden Fall ein guter. Kann aber auch ein Hecht gewesen sein, der den komplett drin hatte. Dann sieht man manchmal auch keine Bissspuren. Das ist schwierig zu sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein guter Fisch. Wäre ein toller Fisch für die Wertung und auch für die Kamera geworden. Aber wir werden noch einen letzten Platzwechsel jetzt vollziehen. Ja, ich habe jetzt keinen speziellen Plan, also vielleicht einfach noch irgendeinen Fisch fangen, das wäre schön, ja. Die eine Buhne da hinten, die ist richtig gut durchströmt noch. Vielleicht ist da noch mal irgendwas zu holen, wir versuchen es. ja, ich meine, ich kann mich gut hineinversetzen in die Situation jetzt. Ne? Es ist echt blöd, wenn man
wenn man seine Stellen sozusagen angeht und die laufen halt nicht. Ne? Das ist immer blöd, weil man verspricht sich ja schon irgendwie ein bisschen mehr von den Stellen. Gerade wenn man sie halt sehr gut kennt. Also ich fische hier das erste Mal tatsächlich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich es ganz gut verstanden eigentlich. Also es gibt halt verschiedene Strukturen hier. Ne? Also es gibt halt 2, 3 Spots, die man halt, oder 2, 3 Bahnen, die man angeln kann und auch sollte. Das sieht man auch oft an den Strömungskanten, ne? Wie die sich brechen und wie die Strömung so zurückläuft. Aber ja, wenn der Fisch nicht will, dann will er nicht. Ich meine, jetzt gerade eben der Biss war natürlich fatal für mich, dass ich diesen Fisch verliere. Aber ich hoffe, das rächt sich im Nachhinein nicht. Ne? Also muss man mal sehen. Jetzt kann man es nicht anders machen, als Veit schon gesagt hat. Jetzt hoffen wir einfach, dass irgendwo noch ein Fisch kommt. Ich hoffe natürlich bei mir, aber ja, das ist jetzt, ja, die Fische sind nicht aktiv, das ist jetzt reines Glück. Auch das jetzt gerade, ne, immer die gleiche Bahn, irgendwann steht der Hecht da. Ich gehe davon aus, dass es ein Hecht war. Mal gucken, also einfach ist es auf keinen Fall, aber es ist halt für beide das Gleiche. Ne? Wir stecken beide in der gleichen Situation. Jetzt können wir einfach nur hoffen, dass wir wirklich noch irgendwo einen Fisch kriegen. Unglaublich. Veit Wilde schon wieder beim allerersten Wurf. Ja, war der Kameramann gar nicht so schnell hier. Ein Barsch ist nicht groß, aber zumindest die zweite Fischart. Eigentlich habe ich ja jetzt schon 3 Fischarten, weil ich ja heute auch schon 2 Zander gefangen habe. Die waren leider zu klein. Aber gut, ich sag ja hier, in den Buhnen ist immer der Dreier drin. Der geht hinten rüber, 33. Ja, richtig. Die zweite maßige Fischart für Veit. 66 Punkte gehen auf sein Konto. Es bleibt spannend. Schlecht. Haha. Fehlt Enrico. Er kann kontern. Die Matze ja gleich wieder ausrollen. Oh, leck mich doch am Barsch. Nicht größer. So, hinten davon ist gerade. Der geht aber nicht da hinten dran, oder? Doch, der geht dran. Dann hat der 8 und. Nee, 37. Okay, der geht da drüber. Ja, 37. 37. Petri. Der Konter folgt prompt. Enrico holt 74 Punkte und verschafft sich wieder etwas Luft. Klasse Partie, trotz der schwierigen Bedingungen. Wahnsinn, so schnell waren der Kameramann und ich gar nicht, wie die hier am Spot waren. Und dann machen die beiden schon den ersten Wurf und ich glaube, Enrico, du hast da jetzt beim zweiten Wurf bekommen, ne? Ja. Und ja, Veit beim ersten Wurf. 2 schöne Barsche. Die Jungs haben noch 25 Minuten und ich könnte mir vorstellen, dass hier noch was geht. Nein! 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 Mann! Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Ja, Veit, harter Veit, würde ich sagen. Nee, Glückwunsch. Also, hast du toll gemacht, immer gut gekontert gleich. Also wirklich war stark gemacht. Also immer die richtige Antwort parat. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich einen Fisch gefangen habe, aber er hat immer sofort nachgelegt. Also das ist schon ja, eine starke Leistung gewesen, finde ich. Wird sehr schwierig morgen, weil ich denke, das Wetter soll, glaube ich, noch heißer werden. Also ich glaube auch nicht so richtig, dass die Fische da extrem bissig sein werden und es ist doch ein relativ hoher Rückstand. Also dieser eine Barsch da am Anfang tut natürlich weh, aber so ist das beim Angeln. Verloren ist noch nichts, also Nein. Es kann ganz viel passieren. Wir haben morgen noch mal einen ganzen Tag und ja, ihr dürft euch hoffentlich auf einen spannenden Abschluss dieses Halbfinales dann freuen.
Sehe ich ganz genauso, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. War ein gutes Match, Dankeschön. Richtig, ich freue mich auf morgen. Ebenfalls, ja, und morgen geben wir nochmal alles, ja, trotz der Hitze. Okay. Macht's gut, Petri. Dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Das war echt wirklich eine Hitzeschlacht. Und schön, dass am Ende noch ja, ein paar Fischer dabei rausgekommen sind. Enrico liegt vorne, aber er darf sich darauf nicht ausruhen, denn morgen ist das Rückspiel dieses Halbfinals. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Damit ihr das Halbfinale nicht verpasst, solltet ihr den Kanal auf jeden Fall abonnieren. Ich finde, dieses Match hat auf jeden Fall ein Like verdient. Und ja, ansonsten euch am Wasser. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein spannendes Hinspiel mit immerhin 5 guten Fischen geht zu Ende. Wer ins Finale kommt, seht ihr nächsten Sonntag ab 18 Uhr. Bleibt gesund.